Der Herbst ist nun in seiner ganzen Schönheit da und wie es aussieht, haben wir einen goldenen Oktober. Zumindest dort, wo ich lebe. Wenn ich mit Ronja unterwegs bin oder im Garten, sehe ich, wie die Blätter sich in allen möglichen Nuancen färben und es ist einfach so schön anzusehen. Es ist nun auch die Zeit, in der sich die Zugvögel von uns verabschieden und in den Süden fliegen. Immer wenn ich das Glück habe, gerade draußen zu sein und die Vögel ziehen über mir vorbei, bin ich für einen Moment das kleine Mädchen, das bei ihrer Oma am Hof stand und den Vögeln hinterhergeschaut hat. Das Geräusch der Zugvögel war damals so unglaublich vertraut für mich. Es hat sich jedes Jahr wiederholt und ich war jedes Jahr mit dabei, weil ich in den Herbstferien bei meiner Oma war. Und dann habe ich es unglaublich viele Jahre verpasst. Wann steht man schon im Berufsleben länger draußen und registriert überhaupt die Zugvögel? Vor allem, wenn man wie ich in einer Großstadt lebt. Aber dank Ronja und meines Gartens bekomme ich all diese Kleinigkeiten wieder mit. Und dafür bin ich unglaublich dankbar. Das Leben ist für mich auf einmal in allen Hinsichten so viel bunter und vielfältiger geworden. Ich frage mich manchmal, wieso all das so viele Jahre an mir vorbeigegangen ist. Ich scheine wie in einer anderen Welt gelebt zu haben. Im Herbst erntet man auch all das, was die Natur zu geben hat und was man vielleicht auch selbst angebaut hat. Auf einmal ernähre ich mich viel mehr saisonal und auch mit regionalen Produkten, nämlich aus meinem Garten und den meiner Nachbarn. Mein diesjähriges Highlight ist selbstgebackener Pflaumenhefekuchen. Letztes Jahr habe ich welchen bei meiner Mutter gegessen und der war so lecker, dass ich mir fest vorgenommen habe, dieses Jahr selbst welchen zu backen. Also habe ich dieses Jahr meinen allerersten Pflaumenhefekuchen selbst gebacken und zwar mit eigenen Zutaten, keine Fertigmischung, sondern alles selber zusammengestellt. Und das Ergebnis ist gut geworden, aber nicht so gut, dass ich jetzt mit hier euch das Rezept teilen würde, aber für meinen allerersten Hefekuchen war er gut. Wenn ich das Video gerade so beim Zusammenschneiden sehe, muss ich echt ein bisschen schmunzeln, weil ich glaube, man sieht halt, dass ich die absolute Anfängerin bin beim Hefeteig. Aber naja, Übung macht den Meister. Ich bin mir sicher, nächstes Jahr schmeckt mein Pflaumenkuchen besser. Und Ronja würde sowieso alles schmecken, was ich backe oder koche. Aber Kuchen kriegt Ronja natürlich nicht, auch wenn sie noch so viel bettelt, was sie wirklich mittlerweile gut drauf hat, wie man sieht. Aber Frauchen wird nicht schwach. Ich habe mir den Kuchen alleine schmecken lassen. Ich selber habe übrigens keinen Pflaumenbaum im Garten, aber das ist überhaupt kein Problem, wenn man in guter Nachbarschaft lebt wie ich, Gott sei Dank. Es ist ein Geben und Nehmen. Ich bekomme die Pflaumen und meine Nachbarn bekommen die Birnen oder irgendwas anderes. Beziehungsweise man gibt die Sachen einfach so. Ich erwarte zum Beispiel nichts von meinem Nachbarn, wenn ich den Birnen oder irgendwas anderes anbiete. Aber man merkt so im Laufe des Jahres, fragt jeder mal über den Gartenzaun, willst du Bohnen haben, willst du Pflaumen haben, willst du Birnen haben? Also man tauscht sich da echt gut aus. Mein Birnenbaum bzw. die Birnen von meinem Birnenbaum sind übrigens sehr beliebt bei meinen Nachbarn. Das hat sich auch wirklich rumgesprochen. Ja, die Anasbirnen, die sind lecker und das ist echt witzig, weil man weiß so, wer so die besten Äpfel hat, wer hat die schmackvollsten Pflaumen und welche schmecken nicht so. Und das ist irgendwie ganz schön, so dieser Austausch und auch so die Unterschiede zu merken.
Auf jeden Fall trägt mein Birnbaum dieses Jahr reichlich an Birnen und ich habe schon meine Nachbarn, Freunde und Bekannte beschenkt und alle, die danach fragen. Und einen Großteil lagere ich auch bei mir in der Laube ein, weil dort einfach die Temperaturen zumindest noch jetzt auf jeden Fall gut sind, um sie einzulagern. Und ich sag euch, es geht nichts über sonnengereifte Birnen. Wenn die Birnen schon so einen gelblichen Ton haben, zumindest meine, die schmecken am besten. Wir haben ja jetzt Herbst, wie man offensichtlich sieht. Die Birnen sind reif, die Blätter fallen, es wird schneller dunkel, es ist kälter und ich versuche jetzt zu etablieren, dass ich auf der Nachmittagsrunde, weil ich habe ja eine Hündin, mit der ich sowieso ein paar Mal am Tag raus muss und wir haben so üblicherweise 3 Runden und ich versuche jetzt zu etablieren, dass die zweite größere Runde, dass wir immer in den Garten fahren. Das ist ehrlich gesagt auch irgendwie schön zum Runterkommen, weil wenn man tagsüber so beschäftigt ist und vor allem, wenn man am Rechner sitzt, also ich merke das, wenn ich am Rechner sitze und das so ein paar Stunden am Tag, dann überkommt mich irgendwann so eine totale Müdigkeit. Also ich bin richtig fertig, ja, und denke mir so, boah, eigentlich will ich überhaupt nichts mehr machen. Ja, eigentlich will ich mir nur noch hinlegen und schlafen. Aber ich habe festgestellt, wenn ich ganz gemächlich alles zusammenpacke, mir Ronja schnappe, in den Garten fahre, genau, also den Spaziergang dahin schon genieße und dann hier erstmal ankomme, so wie heute. Also ich habe mir erstmal einen Kaffee gemacht, mich hingesetzt, mit Ronja ein Suchspiel gemacht. Dann merke ich, wie die Energie doch wieder ein bisschen zurückkommt. Also ich bin zwar immer noch müde, weil es ist jetzt auch schon spät abends. Also ich weiß nicht, wie spät wir es jetzt haben, um 6 oder ja, irgendwie um 6. Und klar, der größte Teil des Tages ist vorbei. Aber ich merke, wenn ich dann hier erstmal ankomme, durchatme, so das Drumherum um mich wahrnehme, die Natur, dann komme ich wieder zu Kräften. Und ja, dann ist selbst sogar ein bisschen Birnenpflücken noch drin, was für den einen oder anderen gar nicht nach Arbeit aussieht, aber ist es irgendwie doch, ne? Leiter rausholen, auf die Leiter klettern, alles runterholen und es ist halt eben nicht in 5 Minuten gemacht. Also so ein Birnenbaum abernten dauert schon eine Weile, aber ich sage mir halt lieber jeden Tag ein bisschen, weil dann kommt man nämlich auch vorwärts. Weil ich tendiere immer dazu, zum Beispiel war dieser Pflücker kaputt. Also ich weiß nicht, was die heutzutage herstellen, ja. Also der Pflücker, meine Nachbarin hier meinte, aus was ist denn der gemacht? Aus Seide? Musste ich ein bisschen lachen. Der ist noch relativ neu und der ist hier einmal schon durchgerissen. Genau, den habe ich zu Hause genäht und dann musste das hier abgeschraubt werden. Und weil ich ja eigentlich Kaffee trinken will und dann die Birnen ernten will, dann habe ich dazu gehetzt, jetzt hier schnell das ranschrauben. Und dann dachte ich mir so, ey, es geht sowieso nicht schneller, auch nicht, wenn ich hetze. Also dachte ich mir, komm, jetzt erstmal den passenden Schraubschlüssel holen, anschrauben, das Ding reparieren und dann gucken wir mal, wie viel wir schaffen an der Ernte. Ja, aber ich finde, das ist so dieses Ding des Erwachsenenlebens. Man will immer so viel schaffen, man hetzt immer. Ich glaube, man tut sich einen Gefallen zu begreifen, man schafft am Tag sowieso nicht das alles, was man schaffen will. Und dass man die Sachen, die man macht, einfach sich ein bisschen mehr Zeit nimmt. Weil ob man nur ein bisschen schneller fertig ist oder eh nicht, man schafft eh nicht diese ganze Liste vom Erwachsenenleben, was man alles machen will an einem Tag, schafft man sowieso nicht. Genau, deswegen hier ganz entspannt Kaffee getrunken, Birnen geerntet und jetzt noch Birnen ernten. Wobei so die ganz perfekte Birne ist es nicht. Ich zeige euch gleich mal noch die ganz perfekte Birne in meinen Augen. Diese Birne ist jetzt zwar sehr klein, aber in meinen Augen ist sie perfekt, weil die ist noch gelber und dann sind die noch süßlicher und das Fleisch ist noch zarter. Zum Einlagern wahrscheinlich gar nicht so gut, aber die ist eigentlich perfekt. Nee, auch nicht. Aber ich glaube, das, was ich meine, ne? Nee, die ist noch zu fest, da ist die besser. So viel zum Thema perfekte Birne. Ja.
Ich hoffe ansonsten, euch geht's gut und ich wünsche euch einen schönen Feierabend oder einen schönen Sonntag, weil da strahle ich ja die Videos üblicherweise aus. Und bis bald zum nächsten Video.